Also es ist jetzt 8:30 Uhr, bin gerade erst aufgewacht. Und ja, die Buchmesse beginnt heute in... Ich kann nicht rechnen. Bisschen weniger als 4 Stunden sind wir da. Und ich bin sehr aufgeregt. Schaut euch das an. Ich dachte eigentlich, der Frühling kommt, aber scheinbar doch nicht. Also, jawohl, dann muss ich heute nochmal meine Schuhe anziehen, meine Winterschuhe, und muss meine richtigen Cosplay-Schuhe eigentlich mitnehmen. Und darauf habe ich nicht so viel Bock, muss ich ganz ehrlich sagen. Meine Schwester hat mir netterweise meine Haare gemacht, sodass ich die eigentlich so ziemlich problemlos unterhalb meines Haarnetzes quetschen konnte. Und ja, dann muss ich jetzt eigentlich mich nur noch schminken, also im Prinzip meine Augenbrauen machen, weil man sieht nur so viel von meinem Gesicht und das war's. Weil hier ist das Pony drüber und bis hierhin ist halt ein Bandana drüber, von daher alles kein Problem, selbst wenn meine Akne meinte, wieder zuschlagen zu müssen. Scheißegal, man sieht sie sowieso nicht. Okay, natürlich gerade heute, wenn alles klappen sollte, klappt natürlich gar nichts. Also irgendwie wollen meine Haare heute nicht so, wie ich das will. Meine Perücke will auch nicht so, wie ich das will, aber immerhin. Ich weiß auch nicht. Irgendwie klappt es halt nicht so. Ich probiere es einfach nochmal und ja, es wird schon irgendwie gehen, und wenn nicht, dann ist es halt auch so. Kann ich dann auch nicht ändern, aber passt schon so ungefähr. Ist es so, wie ich das haben will. So, also ich bin jetzt auf dem Weg zum Bus. Und ich hoffe, der Bus kommt pünktlich und nicht irgendwie zu früh, weil manchmal haben die Busse jetzt so an sich, dass sie zu früh kommen. Und oh, sorry, wenn ich die ganze Zeit so meine Augen zusammenkneife, aber der Schnee blendet einfach so sehr. Und meine Perücke sticht mir ein bisschen in die Augen. Aber egal. Ja, Mann, oh, ich freue mich so, ich bin so aufgeregt. Mann, ich werde so viele tolle Leute heute treffen. Und ich habe gesehen, dass eine, mit der ich auf Wattpad vor 2 Jahren geschrieben habe oder so, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich folgte halt auf Instagram und habe ich gesehen, dass sie auch da ist. Mal sehen, ob ich sie treffe, das wäre ganz lustig. Ich muss nur mal gucken, was wir eigentlich geschrieben haben, weil das weiß ich nämlich nicht. Oh. Der Schnee hier ist so tief. Und ich habe das Gefühl, irgendwas ist davon in meine Stiefel gerutscht. Das ist ganz schön eklig. Hallo, also wir saßen jetzt hier seit, wann sitzen wir da? 2 Stunden. 2 Stunden? Saßen wir länger? Stimmt, 2,5 Stunden eher. Fast 3, auf jeden Fall lange. Halle Hauptbahnhof, weil die Züge ausgefallen sind, weil ein bisschen Schnee liegt und die Deutsche Bahn damit hart überfordert ist. Theoretisch gab es Schienenersatzverkehr, aber der ist dann, stand dann daraus, sind 2 Busse gefahren und dann nie wieder. Also war schon eine lustige Sache, und jetzt fahren wir erstmal zum Hauptbahnhof und dann kommen wir da hoffentlich irgendwann dann an der Buchmesse. Wir sind jetzt da und Lotta flechtet mir gerade netterweise meine Haare nochmal, weil vorher hatte ich extrem Kopfschmerzen und konnte meine Perücke absolut nicht drauf haben. Und wir haben jetzt, wie lange haben wir gebraucht insgesamt? 3 Stunden. 3 Stunden? Ja. 3 oder 4 Stunden, ehe wir da waren. Und ja, witzige Sache. Wir sind jetzt am Hauptbahnhof in Leipzig, weil die Züge wieder so scheiße fahren. Und ja, G und Lotta sind gerade sich irgendwas bei Starbucks holen, weil Lotta unbedingt zu Starbucks will. Ich warte jetzt hier so lange, weil ich wollte da jetzt nicht mitstiefeln. Ja, und ich hoffe, wir kommen irgendwie nach Hause, weil mir tut alles weh. Also ich meine, es war richtig cool auf der Con, aber dazu später nochmal mehr. So, also ich bin jetzt endlich in Halle. Es ist 9:30 und wir fahren.
bin jetzt wieder zu Hause seit 1,5 Stunden ungefähr. Ich habe was gegessen, ich habe was getrunken. Unbedingt Tee, weil ich bin auf der Rückreise so durchgefroren, weil wir mussten noch eine Viertelstunde warten. Eigentlich. Der Zug fiel dann spontan aus. Also ich weiß auch nicht, da stand nichts dran, dass er irgendwie Verspätung hätte oder dass er ausfällt eben, sondern er fiel einfach aus. Und ich nur, okay, warum auch nicht. So, aber der Rest, also die Buchmesse an sich war ja so cool. Es war wirklich schön. Also es ist wie jedes Jahr, aber dieses Jahr irgendwie, sagen wir, wenn wir länger Zeit gehabt hätten, dann wäre dies wahrscheinlich so die perfekteste, na, nicht ganz, weil Marianne war nicht mit dabei. Aber ansonsten wäre es wahrscheinlich die perfekteste Buchmesse überhaupt gewesen. Ich war einfach nur erschlagen. Ich war so richtig aufgedreht währenddessen. Und ja, ich habe wahrscheinlich Lotta, mit der ich da war, sie habe ich auf jeden Army aufmerksam gemacht, den ich gesehen habe. Und es waren viele Armys, da waren so viele Armys, ich bin richtig ausgerastet. Und allgemein, ich war richtig überfordert mit der Situation. Im positiven Sinne, inwiefern das positiv klingt, weiß ich nicht, aber so nach dem Motto, es waren so viele Cosplayer, die richtig cool waren und allgemein so viele Menschen und so viel Merch und es war einfach richtig cool. Und ich habe so viele Leute getroffen, die ich noch an anderen Stellen noch getroffen habe. Zum Beispiel habe ich eine getroffen aus dem Ferienlager von vor 3 Jahren oder so. Und halt, wir folgen uns halt gegenseitig auf Instagram, deswegen habe ich das halt so ein bisschen so, was heißt verfolgt, aber halt so in die Richtung. Und es war so cool, die habe ich getroffen. Habe ich noch welche von dem letzten Frank-Konzert getroffen. Und es war so toll. Aber in all der Hektik, was heißt Hektik, aber so in meinem überforderten Zustand, sagen wir es so, konnte ich mich nicht entscheiden, was ich eigentlich für mich selber haben will. Also ich habe was für einen Kumpel gekauft und halt eine Freundin. Grüße gehen raus an Toni und Marianne. Aber halt für mich selber nicht so wirklich was. Da gab es einen Pulli, den ich sehr gerne gehabt hätte, im Nachhinein jetzt. Und eine Freundin von mir hat den sich gekauft. Aber egal. Ich habe mir einen kleinen Plüschwidder gekauft. Der hier, ich finde den total knuffig. Und, ist das ein Widder oder ein Steinbock? Ich kann die immer nicht auseinanderhalten. Aber den habe ich mir gekauft und ich finde ihn total toll. Und ich habe ihn Oscar genannt, weil ich finde, dass er aussieht wie ein Oscar. Also ich bin jetzt sehr tot. Meine Füße tun nicht so sehr weh, weil wir ja, wie gesagt, also pass auf, wir wollten um 12 da sein. Wir waren dann letztendlich 3:30 da. Danke, Deutsche Bahn. Aber egal, wir waren da. Am Ende waren wir da. Also wir hatten dann, glaube ich, nur knapp 2 Stunden ungefähr, vielleicht ein bisschen mehr oder weniger. Deswegen tun meine Füße nicht ganz so sehr weh, wegen des Laufs, sondern mehr wegen der halben Erfrierungen, die ich erlitten habe. Und ich habe an meinem einen kleinen Zeh eine richtig große Blase bekommen, weil einfach mein Schuh so gerieben hat am Ende. Also weiß ich, die Schuhe kann ich schon mal nicht länger tragen. Nice. Oder vielleicht soll ich einfach nur ein Pflaster drum machen. Was auch immer, es tut auf jeden Fall ein bisschen weh. Aber das muss ja sein, sonst das gehört ja schon irgendwie zu so einer Con dazu. Ja, wie gesagt, und ich hatte ja dieses Schild als bei meinem Cosplay Have You Seen Marco? Und mich haben so viele Leute darauf angesprochen. Das hat mein Ego wirklich, wirklich sehr gepusht. Zumal die meisten gesagt haben, dass es richtig cool ist. Oder halt mehr so, oh mein Gott, wie kannst du nur? Und das fand ich halt echt witzig. Und das Coolste war, da waren so Zwillinge. Und der eine hat mich so angesprochen und meinte so, hey, ich habe Marco gefunden. Und ich war so, was? Weil die Reaktion hatte ich wirklich gar nicht vorher. Es waren natürlich die obligatorischen halben Witze. Aber dass jemand gesagt hat, ich habe Marco gefunden, hatte ich ja noch nie. Und dann holte so seinen Zwillingsbruder und meinte so, ja, das ist Marco. Und dann hieß der Bruder wirklich einfach Marco. Und dann haben wir so Bilder gemacht zusammen und so, das war echt süß. Und die eine hat noch gesagt, so, ja, ich weiß zwar nicht, wer Marco ist, aber ich hoffe, du findest ihn. Und die waren so süß. Also, es ist wirklich toll. Cosplayer sind toll.
Ich bin so froh, nur nette Cosplayer getroffen zu haben. Oh Mann. Oh, ich finde das so ärgerlich, dass es geschneit hat dieses Wochenende, dass die Deutsche Bahn damit so hoffnungslos überfordert war. Aber naja, immerhin sind 2 Stunden besser als gar nichts. Aber ich habe beschlossen, dass ich nächstes Jahr wahrscheinlich alle 4 Tage hingehe, weil ich es mir dann vermutlich auch leisten kann und die Zeit habe. Die habe ich halt jetzt nicht, weil ich, wie gesagt, ich bin jetzt in der 12. Klasse, das Abi kommt bald, da habe ich nicht die Zeit, 4 Tage dahin zu gehen. Naja. Aber alles in allem, es war ein richtig schöner Tag.